Wir sind heute bei Müller Dynamik in Trier. Neben mir steht der Jan. Hallo Jan. Hallo. Stell dich mal kurz vor, was genau machst du hier bei Müller Dynamik? Ja, mein Name ist Jan-Philipp Ohlmann. Ich bin hier Neuwagenverkäufer bei uns in Trier und bin für die neuen BMWs hier zuständig. Gut, und du hast heute ein schickes Fahrzeug für uns vorbereitet, ein BMW 3er in einer richtig coolen Farbe. Das hast du schon gesagt, also das macht das Fahrzeug richtig besonders. Genau, wir haben hier ein 320i Touring, das neue Modell in der schönen Farbe M Brooklyn Grey und mit dem M-Paket. Und das Ganze sieht wirklich schick aus. Wow, also ordentlich Power dahinter. Wie viel PS hat das schöne Stück? 184 PS, ist ein Vierzylinder Benziner. Reicht für diese Fahrzeugklasse absolut aus. Ist spritzig, effizient und macht Spaß zu fahren. Super. Bei der Gelegenheit schauen wir uns auch noch mal die Verbrauchswerte an, damit wir das schon mal haben. Ist ja leider in jedem Video Pflicht. Und der Flo filmt die gerade ab. Ah, schön. Ja, das ist so ein schönes Grau ohne Metallic. Das finde ich echt schick. Ja, es sieht super aus, auch draußen, wenn man mal in der Sonne steht, sieht es nochmal ganz anders aus als hier drin. Und ich bin ein großer Fan von der Farbe und gerade auf dem Dreier sieht die Farbe wirklich gut aus. Gibt's auch noch für andere Modelle. Gibt noch für den i4 gibt es die Farbe noch. Für den 5er, für den neuen, der kommt, wird es auch geben. Und ja. Gut, dann schauen wir uns das Fahrzeug mal rundherum an. Man sieht schon Details. Wenn man ein M-Paket hat, dann will man das auch zeigen, oder? Ja, wenn man das möchte, kann man das zeigen. Man kann natürlich die Embleme auch weglassen. Genauso wie hinten der Modellschriftzug kann man auch entfallen lassen. Aber die größten Merkmale sind jetzt nicht nur das Badge an der Seite, sondern auch, wenn man sich die Front jetzt mal anschaut des Fahrzeugs, sieht man das an den schwarzen Lufteinlässen hier vorne. Hier die Front. Das ist ein Bestandteil des M-Pakets, hier an der Seite der schwarze Bestandteil. Und das Schöne ist, dass wir bei dem Fahrzeug noch die Hochglanz-Shadowline mit erweiterten Umfängen haben. Das bedeutet, hier vorne die Lufteinlässe, die Nieren, sind auch in Hochglanz schwarz lackiert. Also eine richtig coole, sportliche und aggressive Optik. Genau, auch am Heck des Fahrzeugs, wenn wir mal zusammen zum Heck gehen. Und man sollte natürlich die Reifen und die Felgen nicht ignorieren, genau, ne? Zu denen wollte ich gleich auch noch kommen. Klar, die Reifen sind auch Bestandteil des M-Sport-Pakets. Hier haben wir 19 Zoll in schwarz gehalten. Passt auch super gut zur Außenfarbe. Und abschließend, wie gerade eben schon gesagt, das Heck mit dem Diffusor rundet das ganze Paket einfach ab. Ah, der Diffusor ist da unten. Genau. Diffusor ist dieses Bestandteil. Das ist auch ein Teil des M-Pakets. Und wir haben zwei echte Auspüffe, oder? Zwei echte Endrohre. Das sind keine Blenden, da sind wirklich Endrohre dahinter und da kommt auch was raus. Gut, dann schauen wir uns, wenn wir gerade schon am Heck sind, den Kofferraum an. Ja, typisch für ein Touring, das ist bei BMW die Kombis, ist die Heckklappe zweigeteilt. Ah, okay. Einmal hier oben, wenn man mal kleine Dinge reinschmeißen möchte. Oder eben, wie man das so kennt, die große Klappe, wenn man mal Gepäckstücke hat. Große Klappe, viel dahinter. Genau, so ist es. Es sind 500 Liter Kofferraumvolumen. Wenn man die Sitzbank noch umklappt, kommt man auf über 1500 Liter. Also da hat man viel Platz, auch Familien. Selbst mit Hund hat man da noch genug Platz. Ja, massig Platz. Und ist da noch ein Boden, noch ein zusätzliches Staufach? Ein kleines bisschen. Also eine Jacke oder ein Pulli passt da noch rein. Ist, denke ich mal, eher gedacht, wie es hier auch schon gekennzeichnet ist, für den Verbandskasten und solche Dinge, die man eben benötigt. Aber jetzt eher nicht als Kofferraum gedacht. Und die Klappe da? Ist auch noch ein kleines Fach, aber ja, überschaubar. Ja, immerhin. Also man kann ein bisschen was drin verstecken. Genau. Da hat man auf jeden Fall sehr, sehr viel Platz. Nochmal ein riesiger Kombi. Ja, was noch ganz cool ist, gerade bei Kombis oder SUV immer wichtig, ist die Anhängerkupplung. Die haben wir ja auch verbaut. Hier ist ein Knopf. Da drückt man einfach einmal drauf und dann schwenkt die Anhängerkupplung schon automatisch aus. Also was würdest du sagen, welche Zielgruppe hat dieses Fahrzeug? Ja, auf jeden Fall junge Familien, aber auch eher der sportliche Typ, der mal ein bisschen Platz braucht, der mal ein Fahrrad hinten reinschmeißt, der vielleicht einen Skiurlaub fährt.
der sportliche Typ mit Familie. Ja, ich denke, die Fangemeinde für den Dreier ist und bleibt und war immer groß, oder? Auf jeden Fall, so wird es auch immer bleiben. Ja, ich glaube, alle, die den Dreier kennen und lieben, wissen warum. Auf jeden Fall. Der Flo hat noch was entdeckt, damit schließt man den Kofferraum. Genau, die elektrische Heckklappe ist serienmäßig beim Dreier, will man nicht missen. Und wir haben, wie es eigentlich heutzutage auch relativ üblich ist, eine Rückfahrkamera, wo man dann sein Geschehen im hinteren Bereich im Blick hat. Genau, auch die Rückfahrkamera können wir optional buchen. Es gibt auch noch die Möglichkeit, eine 360-Grad-Kamera zu ordern. Dann hat man noch an den Außenspiegeln eine Kamera und auch noch vorne. Dann sieht man das Fahrzeug dreidimensional von oben. Ist auch ganz cool. Ja, das habe ich schon bei Mercedes gesehen. Genau. Hier der Tankdeckel. Weißt du das Volumen vom Tank? Ja, 59 Liter umfasst das Tankvolumen. Ja. Wie weit kommt man damit ungefähr bei, ich sag mal, normaler Fahrweise? Wir können ja einfach mal schauen. Obwohl, nee, können wir nicht. Er ist nämlich nicht vollgetankt. Ich sag mal so, der Durchschnittsverbrauch je nach Fahrweise wird so bei 6 bis 7 Liter liegen. 60 Liter Kraftstoffvolumen ungefähr. Da kann man sich ausrechnen, wie weit man kommt. Also im Schnitt denke ich mal, ja, irgendwas um die 600, 700 Kilometer sollte man auf jeden Fall schaffen. Also natürlich. Eher noch ein bisschen mehr. Es kommt halt immer darauf an, ja, wie das Fahrprofil ist, ob man ein bisschen flotter unterwegs ist oder doch eher etwas gediegener. Möchtest du uns noch den Motorraum zeigen? Gerne, klar. Ich denke, das wird die BMW-Fans auch interessieren, wie das Fahrzeug denn von innen aussieht. Das Herz des Dreiers. Genau. Und du kannst dann auch gerade noch, ich sehe LED-Scheinwerfer. Genau. Wir haben hier die LED-Scheinwerfer, die sind serienmäßig verbaut. Es gibt noch die Option, noch adaptive LED-Scheinwerfer zu ordern. Die sind dann mit Matrix-Funktion. Hier haben wir aber die serienmäßigen LED-Scheinwerfer verbaut. Genau, hier haben wir jetzt schon die Motorhaube geöffnet. Was haben wir drunter? Ein rein Vierzylinder mit 184 PS. Für die Größe des Fahrzeugs eigentlich perfekt. Gewicht des Fahrzeugs, weißt du das? Gewicht des Fahrzeugs. 1600 noch was. Da habe ich dich erwischt, sorry. Ja, aber der kommt schon gut vorwärts, ne? Auf jeden Fall. Also 7,6 Sekunden, Topspeed 230 km/h. Also da ist man noch relativ flott mit unterwegs, wenn man es möchte. Ja, also da geht was. Wir waren ja jetzt gerade eben noch bei Mini, da ging es auch elektrisch von 0 auf 100 in 7 Sekunden. Und hier haben wir einen Benziner. Für die Enthusiasten unter uns, unter den BMW-Liebhabern, es gibt ihn auch noch mit 6 Zylindern. Untypisch für die Klasse. Es gibt ihn noch als 6-Zylinder Diesel im 330 und noch im M340D. Und natürlich auch als rein 6-Zylinder Benziner im M340 und in der Speerspitze im M3 Touring, den es jetzt erstmalig gibt. Okay, also man hat eine gute Auswahl und findet sein Traumfahrzeug und kann man das auch individuell konfigurieren? Sicher, ja. Ja, natürlich, klar. Und auch für die Freunde der Elektromobilität gibt es natürlich auch Hybridfahrzeuge. Da haben wir ein 320e und ein 330e. Also auch die können wir damit abdecken. So, dann schauen wir uns den Dreier von innen an. Sehr gerne. Setzt du dich mal auf den Fahrersitz. Der Flo wird mit der Kamera gegenüber zuschauen. Ja, jetzt hier im Innenraum spiegelt sich auch nochmal das M-Paket wieder. Wir haben das Sportlenkrad, was dick gepolstert ist, auch hier unten nochmal mit dem M-Badge. Auch ein Bestandteil des M-Sport-Pakets. Unter anderem natürlich auch die Sport-Alcantara-Sitze. Optional kann man auch Ledersitze ordern. Aber ich bin großer Fan von den Alcantara-Sitzen. Im Sommer nicht zu heiß und im Winter nicht so kalt. Deswegen ein super Sitz. Ja, zum Entertainment-System. Durch das Facelift-Modell von dem Dreier haben wir jetzt das neue OS 8, das durchgehende Curve-Display. Können wir über 2 Möglichkeiten bedienen. Einmal bei den BMW-Fans bekannt über den iDrive-Schalter oder eben über Touch. Hier haben wir die verschiedenen Kacheln. Die können wir uns individuell belegen oder auch switchen. Navigationssystem haben wir natürlich immer serienmäßig an Bord. Ist auch over the air, das heißt, wenn jetzt mal ein Unfall passiert oder Stau, ist das immer live mit drin. Kartenupdates und so geht auch immer automatisch over the air, das heißt, man ist da immer up to date.
Ja, was mir auffällt, wenn ich hier so reingucke, wir haben einen dunklen Himmel. Genau. Wenn man bei BMW das M-Sport-Paket ordert, ist der Dachhimmel immer schwarz. Das sieht echt schick aus. Auf jeden Fall. Gut, und wir haben auch über die App gesprochen und du hast sie auch installiert auf deinem Handy. Genau. Zeig uns da mal, was. Die BMW-App, die zeige ich euch mal. Wie ist sie aufgebaut? Man kann sein eigenes Fahrzeug da hinzufügen. Das hier ist jetzt nicht den Dreier, den wir hier filmen, sondern ein anderer Dreier. Spielt aber keine Rolle. Da sieht man unter anderem die Reichweite, den Tankfüllstand. Man kann aber auch schauen, ist das Fahrzeug abgeschlossen oder eben nicht. Man kann das Licht anmachen. Man könnte das Fahrzeug, wenn man es sucht, auf einem großen Parkplatz beispielsweise auch einmal hupen lassen. Und das Schöne bei beispielsweise Hybridmodellen oder Fahrzeugen mit Standheizung ist, dass man auch die Standheizung anmachen kann. Man kann schauen, wo steht das Fahrzeug. Hier sehen wir es mal. Hier bei uns bei Müller Dynamic in der Niederhörscher Straße 4 ist das Fahrzeug geparkt. Das heißt auch, wenn man mal in einer großen Stadt ist und weiß nicht mehr, wo man das Auto geparkt hat, findet man es leicht über die App wieder. Genau. Sonst auch ein paar Spielereien. Man kann einen Servicetermin ausmachen. Verbrauchswerte, alles nochmal tracken. Also viele Möglichkeiten, die die App einem ermöglichen. Ich sehe gerade in der Mittelkonsole noch eine Ablage. Gibt es auch so ein induktives Laden fürs Handy? Ja, auch das gibt es. Hier vorne haben wir das. Da legt man das Handy einfach nur rein und dann lädt es induktiv. Hier haben wir auch noch eine kleine Ablage, wie man das bei den meisten Autos kennt. Hier auch nochmal eine Funktion zum Laden. Genau. Ja, was gibt es zum Auto noch zu sagen? Den Dreier gibt es nur noch mit Automatik. Kein Schalter mehr. Ist aber tatsächlich gar nicht so schlimm, weil die Sportautomatik mit den Schaltwippen am Lenkrad macht einfach super viel Spaß. Wir haben auch verschiedene Modi. Hier ist der Gangwahlhebel und nebendran haben wir verschiedene Modis. Komfortmodus bis hin zum Sportmodus oder auch der Eco Pro Modus, um ein bisschen effizienter unterwegs zu sein. Und darüber kann man halt einfach die Charakteristik vom Motor, vom Getriebe und auch vom Fahrwerk nochmal individuell einstellen. Gut, welches Soundsystem ist verbaut und wie viele Lautsprecher gibt es? Wir haben hier das HiFi-Lautsprechersystem. Das ist schon praktisch die zweite Stufe. Es gibt einmal die Basis, das HiFi und das Harman Kardon Soundsystem. Wir haben hier die mittlere und die ist wirklich schon sehr gut. Gut, ich würde sagen, wir schauen uns auch mal die Rückbank an, weil wie du erwähnt hast, wenn man da eine Familie hat, dann ist das natürlich auch wichtig. Also Isofix ist standardmäßig immer dabei. Genau, standardmäßig immer dabei. Du kannst dich ja gerne mal reinsetzen. Also ich habe den Sitz jetzt auf meine Größe eingestellt. Ich bin über 1,80 und wie man sieht, hat selbst ein Erwachsener hinten noch mehr als genug Platz. Also eigentlich das perfekte Familienauto. Ja, ich bin 1,75 und habe gut Kopffreiheit und auch noch Beinfreiheit. Also es passt super. Hier haben wir auch noch so eine Mittelarmlehne. Da einmal auf den Knopf drücken, haben wir noch Getränkehalter. Auch das ist wichtig. Ja, natürlich. Und hier auch noch mal eine Klimaanlage. Kann man die? Auch noch eine Zone, da können wir auch noch, die Frontpassagiere können sich auch noch individuell hinten gemütlich machen, kälter oder auch wärmer, das geht auch. Und 2 USB-C-Stecker für Handys oder alles. Laden, iPad laden, alles über Typ C schon. Und hier haben wir was ist das hier? Ach so, da kann man... Das ist einfach nur für ein Hemd, also für einen Kleiderbügel aufzuhängen. Ah, okay. Und was mir gefällt, sind die blauen Nähte. Sind die immer im Endpaket so oder kann man das auch wählen? Die sind immer im Endpaket. Und immer blau? Genau, und immer blau. Genau. Okay. Ich bin noch etwas unfit im Umgang mit BMW, aber man lernt ja mit jedem Dreh dazu und erfährt Neues. Und ein M-Paket BMW bin ich noch nicht gefahren oder hatte ich jetzt noch nicht. Gibt es noch weitere Details, die das Auto ganz besonders machen? Ja, also unsere nie halt wie gesagt schon eben durch die Farbe und einfach durch das M-Paket. Man hat halt viele Möglichkeiten, das Auto individuell zusammenzustellen und so kommt wirklich jeder auf seine Kosten. Also wer es ein bisschen sportlicher mag, wählt das M-Sport-Paket, auch mit etwas strafferen Dämpfern. Wer sagt, brauche ich nicht, ich bin eher der gediegenere Typ, kann natürlich das Fahrzeug auch ohne M-Sport-Paket wählen und auch dann ist es noch wirklich schick. Genau. Was man noch sagen kann, es gibt natürlich auch eine Limousine. Hier haben wir jetzt den Touring, die Limousine gibt es auch. Das ist vielleicht auch ganz interessant für die Leute, die sagen, ich brauche keinen Touring, mir reicht eine Limousine.
Wo liegen wir denn bei dem Modell preislich? Preislich liegen wir bei dem Modell UPE bei 61.400 €. Ist ein Fahrzeug, was sehr gut ausgestattet ist. Da fehlt es eigentlich an nichts. Wir haben einen Hauspreis für das Fahrzeug. Der Hauspreis für das Fahrzeug beträgt 56.510 €. Und eine Finanzierung ist bei euch natürlich auch möglich. Natürlich, Finanzierung ist bei uns möglich. Leasing ist auch kein Problem. Wir haben unten drunter noch ein Leasingbeispiel für 389 € im Monat. Das ist auch gar kein Problem. Super. Dann, wenn sich jemand für dieses Fahrzeug oder ein anderes Fahrzeug interessiert, noch kurz Probefahrt. Wie ist das bei euch möglich? Natürlich, Probefahrt ist möglich jederzeit. Einfach am besten einen Tag vorher anrufen und das ist gar kein Problem. Wir haben hier in Trier fast jedes Fahrzeug, wenn es vielleicht kein Dreier sein soll, sondern Sie können gerne mal hier rüberschwenken. Wir haben hier auch ein Z4, wir haben hier X5 stehen, wir haben X6 hier stehen. Also wir haben fast jedes Fahrzeug hier und auch mit so gut wie jedem Fahrzeug ist eine Probefahrt möglich. Also seinen Traum BMW findet man hier mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit. Das würde ich so unterschreiben. Super. Wir sind hier in Trier in der Niederköster 4 in Trier. Erreichen können Sie uns unter der Telefonnummer 0651 840 und die 0. Falls Sie mich direkt erreichen möchten, geht das natürlich auch. Das würde ich einfach mal kurz in die Kamera zeigen. Da ist auch die Durchwahl, E-Mail-Adresse, alles vorhanden. Natürlich finden Sie uns auch im Internet unter der Homepage www.müller-bmw.com. Gut, was mir gerade noch einfällt, wie ist denn aktuell die Wartezeit, wenn ich mir ein Auto bei euch bestelle? Oder jetzt speziell diesen Dreier? Also speziell für einen Dreier sollte man mit einem halben, dreiviertel Jahr rechnen. Also es ist noch machbar. Also es gibt ja mittlerweile Fahrzeuge, auf die wartet man 1 bis 2 Jahre, aber ein halbes Jahr ist eigentlich Standard, oder? Ja, also mit einem halben Jahr muss man schon rechnen. Mal geht es ein bisschen schneller, mal dauert es ein bisschen länger. Je nach Modell ist es nochmal unterschiedlich. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich habe keine Zeit zu warten, wir haben auch einiges an Lagerfahrzeugen immer verfügbar. Das heißt, auch da werden wir sicherlich fündig, wenn man sagt, ich habe keine Zeit zu warten. Genau, das wollte ich auch noch fragen. Und Gebrauchtfahrzeuge habt ihr auch, oder? Klar, Gebrauchtfahrzeuge haben wir auch. Da gibt es unsere Gebrauchtwagen-Spezialisten, die sind sehr, sehr fit, was Gebrauchtwagen angeht. Und da haben wir auch hier bei uns einige stehen. Können wir gerne nachher mal zusammen einmal rausgehen, einmal über die Gebrauchtwagen schwenken. Da findet man auch sicherlich was. Super, also eine riesige Auswahl an BMW und Mini hier bei Müller Dynamik in Trier. Jan, ich danke dir ganz herzlich für das Interview und die Vorstellung und wünsche ganz viel Erfolg beim Verkauf und noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, ebenso. Bis dann. Danke. Ciao.